Hallo und willkommen zurück zu R&R Production. Hier ist Robby und wir spielen weiter mit Genshin Impact. Wir sind bei Part... Nee, nicht... 57 müssen... Nee. 75. Eieiei. Zu viele Parts, ich bin schon ganz durcheinander. Letzten Part, was haben wir gemacht? Zeitschleife. Nahida hat uns gesagt, wieder Scheiße gebaut. Geht zu Deya und spricht mit ihr. Kurze Recap. Und wir machen natürlich die Ausrufezeichen alle weg. Gibt eh nicht so viel. Oh. Bunte Drachen zum Jahresbeginn. Dankeschön zum Laternenritual. Ich danke auch. Liebe Reisende, auch das diesjährige Laternenritual verläuft nach Plan. Es sind deine Begleitung und dein Einsatz, die das Fest so besonders machen. Wir sind dankbar, dir dieses Dankegeschenk überreichen zu dürfen. Vielen Dank für deinen Beitrag zum Laternenritual und vielen Dank für deine immerwährende Unterstützung. Möge die bunten Drachen unsere Wünsche hoch in den Himmel tragen und möge Taiwan dir weitere schöne Erinnerungen bringen. Danke! Voll lieb und so. Und 1 von 5. Yes. Das heißt, da kommt noch was. Und wir können automatisch das hier. Wunderschön. Sehr geil. Das machen wir am Ende der Folge. Ich bin gespannt. Aber erstmal. Der ich komme. Meine optische Waifu. Aber leider nur optisch. Weil dein Kämpfe nicht so geil ist. Stellt euch vor, wie die aussieht. Aber Kampfstil von Ito. Ich hätte sie immer gespielt. Die ganze Zeit hoch und runter. There you are. Really took me a while to find you. Sorry. As expected, Dia also didn't get hurt today. Get hurt? Why would I? Don't underestimate me. Well, you're still getting used to your new greatsword. Genau. Huh. Truth be told, I also think it's pretty strange. It just suddenly felt so familiar in my hands and... wait a second! How did you know I got a new greatsword to begin with? I didn't tell anyone about it. Wie oft hören wir diesen Satz schon, hä? Minimum 4-mal? Traveler, could you explain the situation to her today? Paimon's gotten a little sick of doing it. Der muss das gar nicht wirklich verstehen. Kommen wir direkt zum Wichtigsten. Oh, that works. Der Grund, warum du jetzt so gut mit deinem Großschwert umgehen kannst, ist, dass wir immer wieder das Sabzeruz-Fest erleben. Jede Nacht verschwindet die Erinnerung an den vorherigen Tag. Mach mal, jede Nacht verschwindet. What happened to you guys while I was gone? Did you get brainwashed by some cult? Nope. Don't think too hard about it. Just take what we're saying at face value. Alright then, let me get this straight. You're telling me that my body's already gotten used to this greatsword, but my brain just doesn't remember it? Yep. Yes, your memory's being erased every day. Then I'd have to disagree. That's impossible. Nope. Ist alles possible. Oh? Why do you think that? If we've actually been reliving the Sabzeruz festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? Stimmt. Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's no way I wouldn't have noticed that. Daran habe ich auch gedacht. Wenn wirklich die Weisen dahinter stecken, wenn sie die Daten aus Akasha und die Ressourcen der ganzen Stadt nutzen, wenn wirklich die Weisen dahinter stecken. Right. They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish everything. It's not very likely, but it's also not impossible. No, it is impossible. I've got proof. Okay. You have proof? Where? You two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Fine, I'll play along for a little longer. Come with me, Miss Dunyarzad. Please come along as well. I still can't guarantee that this area is safe.
can't believe it's Dia who wants to show us something this time. 2 days ago, we were the ones taking her to see Dunyarzad. Was aber komisch ist, wir sind ja auch hergekommen und wir hatten keinen Akasha-Dinger. Heißt es, jeder, der jetzt zufällig extra reinkommt, wird dann auch hier drin gefangen sein? Also theoretisch, wenn einer, sobald einer reinläuft, ein Fremder, kriegt er am Gate ein Akasha-Gerät und ab da an ist er in der Stadt. Aber wie löschen die das dann? Ist halt irgendwie komisch, ne? This is it. Hier ist es was. Huh? This is a wooden training dummy. What about it? See those marks on the dummy? Those are the result of several days' worth of practice. Okay. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? That's true, but what if they did? Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the importance of refined control. Mit so einem riesen Schwert. Nicht schlecht. The force, angle, and entry point of each strike is calculated and deliberate. That's why I remember every mark on the dummy, as well as my state of mind as I made each strike. Nicht schlecht. It's just as they say. Each swordsman has their own unique style, and even the same swordsman can't make the same cut twice. It would be impossible to copy these marks. Dann kommen wir wieder zu meinem Punkt. Es ist ein Traum. Is it really impossible? What if they use some fancy machine to carve every single mark? Unsere Körper liegen einfach nur rum und die sind Träume. Aber wie ist denn ihr Körper immer stärker geworden? Weil theoretisch, oder wenn du es jeden Tag träumst, wie du kämpfst mit dem Schwert, vielleicht wirst du dann auch besser. Keine Ahnung. Du. People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has no spirit to it. The same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training. Nachvollziehbar. Dann können wir diese Möglichkeit wohl ausschließen. I hope that cleared things up for you. Hey, is this that new brain exercise game that's been super popular with the scholars lately? It's surprisingly fun. Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Langsam wird's. Es kann ja noch ein Traum sein, weil langsam gehen mir die Möglichkeiten aus. Was könnte es sein? Well, back to square one. Is our memory deletion theory also wrong? But at least we've reached some other conclusions in the meantime. Wir befinden uns keineswegs in einer Zeitschleife. Wir befinden uns nicht in der Realität. Dann bleibt nur noch Traum, oder? Yep, that's true. So, can we think of any new ideas right now? Mal überlegen. Irgendwas kommt mir auf einmal faul vor. Strange? Paimon feels like everything's been strange lately. Warum haben wir nie darüber nachgedacht, die Stadt zu verlassen? Hab ich schon. Habt ihr es vergessen? Ich wollte ein bisschen draußen was machen letzte Folge. Ihr habt gesagt, nö. Huh? Leaving the city? You're right! It's really strange how we never thought of such a simple solution! Many things should become clear if we can confirm the flow of time outside of the city. Ich wollte doch. I can't believe it! Did we miss this because we're tunnel visioning too hard on our other theories? Or because we're just too tired? Wirklich merkwürdig. Das hätte uns wirklich früher einfallen können. Ist es doch, ich wollte gestern hier weg. How about we go back and ask Nahida? Maybe we've forgotten something about leaving the city. Die Wachen haben gesagt, nö, komm zurück, sonst gibt's Stress. Nahida. Nahida, we're back! You're
back early today. Did you find something new? Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. And we also aren't in the real world. But at the same time, we have a new question. Was wäre, wenn wir die Stadt verlassen würden? Leaving the city. As far as I remember, you've mentioned your plans to do that twice before. Also machen die so, als wäre das erste Mal, wo ich es gemacht habe. Nur einfach, dass wir es vergessen haben, ne? We did? But we don't remember anything. What happened after we talked about those plans? What did we say when we got back? Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. Oh, it's probably more accurate to say that both times you never came back the whole night. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time, I didn't think too much about it. It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. But still, neither of us remember anything about leaving town. Das ist nicht gut. Irgendwas stimmt nicht, hä? Really? That's kinda strange. In theory, I should have already awakened all your memories. Vielleicht bringt gerade das den Durchbruch. Yep, something here's definitely fishy. Let's get to the bottom of this tomorrow. Tick-Tack. Tickety-Tackety. Our memories are back! Yay! Versuchen wir heute, die Stadt zu verlassen. Los geht's. About that. Well, where should Paimon begin? Was möchtest du sagen, Paimon? Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. Eine zusätzliche Nachricht von wem? Listen to it and you'll understand. Hör zu, dann wirst du es wissen. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sabzeruz Festival in Sumeru City is just one of them. Das ist meine Stimme. Traveler, you should be missing 2 days worth of memories. Paimon will fill you in. Also sind es doch so Traumräume oder irgendwie sowas, ne? Andere Dimensions. It's time to carry out our plan from yesterday. Versuchen wir heute, die Stadt zu verlassen. Los geht's. Okay, let's go. Attacke! Lass mich raus, raus, raus. Why can't we leave the city? What is the academia up to now? Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct order from the Grand Sage. Just wait until tomorrow. Den wird's nie kommen, wenn's so weitergeht. I have a real emergency. My goods have already arrived at Port Ormos. If I don't hurry, they'll be stolen. That's your problem. Make sure you make a request in advance next time. Der wollte nur gehen. But it's not like you can just predict business matters in advance. It looks like the Academia already announced a lockdown for Sumeru City today. How completely unsurprising. Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me. I don't know either. Und trotzdem hältst du Wache, du Vollpfosten, ne? We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Befehle zu folgen, ohne nachzudenken. Eine schwerwiegende Entscheidung. Natürlich sagt die Akademie den einfachen Wachen nicht, was ihre Ziele sind. Angering me won't get you anywhere. If I had that kind of insider info, I would have left this stupid post long ago. It looks like he really doesn't know. If we can't get anything out of him, let's take matters into our own hands. Why don't we climb over the walls? Those guards can't be everywhere at once. So sieht's aus. This is a good spot, and
Paimon, du bleibst hier. Huh? Why? Are you going to leave Paimon behind? Wieso wieder? Unsere Erinnerungen können sich ändern, wenn wir die Stadt verlassen. Wir müssen hier jemanden als Zeuge zurücklassen. But what if things get really weird out there and you get into some trouble? Then Paimon won't be able to help you. Paimon, wir schaffen das. Oh, Paimon knows that Paimon can't do much, but we've always been together, haven't we? Keine Sorge, Paimon. Wenn wir zusammen rausgehen, wird es genauso sein wie zuvor. Keine Sorge, Paimon. Okay. Paimon will wait for you. Promise Paimon that you'll come back as soon as possible. Just a quick look. Geht klar. And please, be careful. Natürlich. Oh, meine Paimon. Memories! Versuchen wir heute die Stadt zu verlassen? Los geht's. Die arme kleine Paimon. Was ist Paimon? Paimon thought Paimon would never see you again. You just disappeared. Paimon waited for you for hours and hours at the city wall and you never came back. You promised Paimon that you were only taking a quick look. Ich habe was versprochen? Paimon, calm down. She's here now. I don't think she understood what you were saying. Paimon doesn't care. Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay. Paimon was so worried and so scared the entire day. Oh, die Arme. Obwohl ich nicht weiß, was ich getan habe. Aber Entschuldigung, Paimon. Ich werde dich nie verlassen. Okay. Paimon will forgive you. The most important thing is that you didn't actually disappear. Oh, Paimon was so scared that you had gone into another world. Also, du läufst aus dem Raum raus und machst einfach Puff mit dir, hä? Okay. Paimon, can you tell us your perspective of what really happened yesterday? I see. Using two people's different perspectives. After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared in an instant. Hast du dich nicht geirrt? Vielleicht warst du abgelenkt. No way! Paimon was watching you with the fullest attention. Gute Paimon. What's your perspective, traveler? You sure you don't have any memory of this? Ja, ich wusste gar nicht, dass es ein Gestern gab. I guess that explains everything. You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city. Those days' memories can't be awoken. So, if we leave the city, our memories will be completely erased? Es ist nicht nur verboten, Sumeru zu betreten und zu verlassen, aber betreten auch. Dann kommen hier nie neue rein, deswegen. Aber wenn es so ein geschlossener Raum ist, dann ist ja sowieso, kommen da keine Leute rein. Auch die Erinnerungen derjenigen, die die Stadt verlassen, werden gelöscht. It really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. Yep. But this way, we'll also never discover what's outside. Wenn die Erinnerungen gelöscht werden, könnte etwas anderes hinterlassen werden. Something like a message? But how can we send it back? Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Well, okay. You want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyarzad for me. Yep, now we're talking. Arme Dunyarzad, ey. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. I'm done. Here you go.
What? Isn't this just an Akasha terminal? Es ist ein SMS-Gerät. You made some little changes. Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it could connect to any node. To make something like this? Nahida, you really know the Akasha like the back of your hand. Anyway, we can use this now to record a message, right? Und ihr checkt immer noch nicht, wer Nahida ist. Eieiei. Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city. We'll never know until we try. At least we're taking the initiative now. Ein Versuch ist es wert. Let's go then. Let's expose those sages. Du musst aber hier bleiben. All right. Paimon isn't as worried about being separated since it happened once yesterday. But Paimon still isn't happy about it. Bis morgen, Paimon. Okay. See you tomorrow, traveler. That covers everything that's happened so far. Also die Nachrichten von eben gerade, die wurden von mir gesendet, nachdem ich die Stadt verlassen hatte. Although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you when you were outside. Okay, now that you understand what's going on, let's hear the messages together. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sabzeruz Festival in Sumeru City is just one of them. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. Chaos. All these spaces are empty. Except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. That's one heck of an info dump. It sounds like you left the Sumeru city space when you set foot outside of the walls. But everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. That's unbelievable. And if we take your word for it, the other spaces all had very weird contents. Ich sag doch, bestimmt Träume. There's another part here. We only received it last night. These spaces have been disappearing, one after the other, absorbed by something like a sun in the sky. And now, even the final space has also disappeared. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... Why did the message end right there? What did the traveler want to say? What are those spaces? Aus Räume macht man Träume. Einfach einen Tee dranhängen. Probably because yesterday just happened to end at that moment. Oh, right. Paimon did hear a beep from the Akasha. Did it come from here or from the message? The message. It should have come from the Traveler's Akasha terminal. After the beep, Traveler said even the final space has also disappeared. Traveler, what do you think that final space could have been? Räume, in denen niemanden ist. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common. A lack of human presence. Realer Was Raum. that space actually the real world? But wouldn't a real space just randomly disappearing like that be catastrophic? Der Raum, in dem wir uns gestern My befanden. impression is that each day in this samsara only ends at the sound of that beep from the Akasha. Oh, so that's what it is! After the sound of the beep, the final space,
the Sabzeruz festival also disappears, and we're taken to the next day. Later on, Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing behind them. Do lots of new spaces appear every day? Paimon's head is spinning. Just what are these spaces anyhow? Well, consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. Okay. So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. Wow, the Archon War, huh? That's an analogy and a half. Geheimnis. Gib mir einfach etwas Zeit. Ich muss meine Gedanken ordnen. Hey, where are you going? Auf zur Bank. Zur vertrauten Bank. Oh, fehlt noch ein bisschen was. Nee, oder? Nope. Ich dachte, man sieht Nilu vielleicht irgendwo, aber nee. Hakan, was ist los? Sei nicht so traurig. Do you want some alone time to think? All right then, Paimon won't disturb you. Aber lange nachgedacht. The dance of Sabzeruz is about to begin. I'm going to go watch it. Der Sabzeruz-Tanz. Es ist schon diese Zeit. Okay. Why don't you go ahead, Dunyarzad? We still have some other stuff to do first. Okay then. See you later. Die Arme. Die wird immer kaputter und kaputter. Have you figured it out yet, Traveler? Time is ticking away. Ich denke, ich habe die Antwort gefunden. Awesome! What is it? Paimon wants to know. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. You can tell us both together. This time, we're gonna get to the truth. Keiner da. Hat er schon abgelehnt. Der alte Sack. Wenigstens eine This an answer from this world? kleine Kiste. Is far less fun than running. Super awesome. Die steckt fest. You're back. I've been waiting forever for you two. Judging by the looks on your faces, are you ready to take your Sabzeruz exam and graduate from the festival? Ich bin bereit, Frau Nahida. Okay. First off, have you discovered the hidden truth? Information von Akasha. Nahida said, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. Samsara des Sabzeruz-Festes, Alter. We've already experienced the Sabzeruz festival many times, and
The day of the festival seems to be in a perpetual samsara. Räume, in denen niemanden ist. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. Unbewohnte Träume. Those spaces remind me of dreams, like the one I had in the Avidia forest. Except these have no sign of human presence. Ergebnis der alchemistischen Weissagung. Moon, illusions, and lies. What do they all mean? Die Leute von Sumeru träumen nicht. People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. Richtig. Traum und Traum. Die Wahrheit des Traums. We are all in a dream. Yes. It isn't that the people of Sumeru don't dream. Rather, the Akasha is taking their dreams from them. Schlussfolgerung. People in Sumeru think they don't dream, but the truth is the Akasha steals their dreams without them knowing it. And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they sounded so weird when she was trying to describe them. Ja. Huh. So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha is capable of this? Das göttliche Herz wahrscheinlich, oder? Akasha läuft durch das göttliche The Herz. Akasha relies on the power of a gnosis to operate. Es ist die Verkörperung der Macht der Göttin der Weisheit. It is the manifestation of the God of Wisdom's power. Es vereint die Weisheit der It Menschen. compiles the wisdom of the entire populace, Und befähigt Menschen mit Wissen. and it grants knowledge to the people. Ich würde sagen, Akasha läuft durch das göttliche Herz. Es ist die Verkörperung der Macht der Göttin der Weisheit. Oh, okay. Those dream-controlling creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams, too. But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Isn't there anything more to it than that? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. Okay. So, in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions, and the fact that no one dreams is a blessing from Greater Lord Rukkhadevata. So it was all a dirty trick? Yep. The real story is that the sages from the academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? Aber die Weisen scheinen sich nicht damit zu begnügen. Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the samsara? Geräusche von Akasha? The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we removed our Akasha terminals. Das Verschwinden und Auftauchen des Raums. Those spaces kept disappearing before my eyes. But as soon as that beep sounded, many more spaces materialized. Das Verschwinden und Auftauchen des Traumes. Those dreamscapes kept vanishing. But as soon as that beep sounded, more new spaces appeared. Rede des großen Weisen. Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." Did he mean something more? Ungewöhnliche geistige Erschöpfung. My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? Samsara, das We've Sabzeruz-Festes. already experienced the
Sabzeruz Festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. Das Verschwinden und Auftauchen des Traumes. Rede des großen Weisen vielleicht? Nee. I can't seem to cohesively piece everything together. Ungewöhnliche geistige Erschöpfung. Das Verschwinden und Auftauchen des Raumes. Geräusch und Acker? Nee. I can't seem to cohesively piece everything together. Dann doch Erschöpfung. Auch nicht. I can't seem to cohesively piece everything together. Das Verschwinden und Auftauchen des Raums. Auch nicht. I can't seem to cohesively piece everything together. Das war mal eine schlechte Quote. Dann war es Samsara des Sabzeruz-Fests. Massenproduktion der Träume. Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sabzeruz Festival along with everyone else's, while their now vacant dreams are harvested by the Akasha. No one is any the wiser as another day passes in the dream, and so begins another samsara cycle. People wake up to yet another dream about the Sabzeruz Festival. The dreams that belong to them are once again harvested by the Akasha, and so it continues. Eiskalt. So, this is like a dream factory, and the Akasha is a dream harvesting machine. Did Paimon get that analogy right? Very good, Paimon. Using analogies well is an excellent habit to get into. Okay, so that beep we keep hearing is actually from our real-life Akasha terminals. Taking off our terminals in this dream doesn't do anything. Genau. Ich sag doch, unser Körper liegt irgendwo rum. Da war meine erste Vermutung richtig. Alright, last question. Who am I? Das ist leicht. Mond. They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. So then, if Nahida has referred to herself as the moon... So you noticed. Du bist die niedere Herrin Kusanali. I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. Zu leicht, hä? That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. Everything about you is different. We just didn't want to expose you is all. Bist sicher, Paimon? Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the very beginning. It's funny. Thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali. Paimon didn't expect to meet you like this. Ich habe viele Fragen. Yes, those can wait until we're back in real life. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now. Nee. Müssen wir. Warum kannst du uns nicht direkt die Wahrheit erzählen? You asked me this question before. My answer was, it would literally blow your minds. Now that you know this is all a dream, this answer should hopefully make more sense. Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Likewise, if someone suddenly had told you all this instead of you learning it on your own? Aber haben wir das nicht theoretisch mit Dea gemacht? Wir haben mir einfach alles gesagt. Your notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. I couldn't expose you to that kind of risk. That's why I could only give you very subtle hints and some suggestions. Long story short, I'm really sorry I had to keep you guessing. Wie können die Weisen das tun, ohne dass es jemand merkt? Firstly, this dream we're in is completely based on reality. People have already experienced the Sabzeruz Festival, so it would be very difficult for them to find anything that strikes them as surreal.
Secondly, you're probably wondering why people don't have any memories from earlier samsara, right? That's because people don't remember their dreams most of the time anyway. And in any case, their actual dreams are being taken away from them by the Akasha. Also noch schlimmer. So whenever they wake up in this dream of the Sabzeruz festival, they don't remember anything from their previous identical dream. That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the Avidia forest, but couldn't see what it was about after waking up. Is that an example of what you mean? Yes. Only after receiving the blessing of Dendro can a person gain the Dendro element's dream-enhancing power. That explains the feelings of déjà vu. Meanwhile, everyone else has no idea that they are in the Sabzeruz Festival Samsara, while their dreams are stolen from them over and over again. Also Altehem müsste es auch. Ich glaube, da ist doch Dendro-Charakter. Und Collie und Tignari würden auch hier gut sein. Und Déjà-vu fühlen, oder wie? Was sind die Nebenwirkungen der massenproduzierten Träume? Can humans really keep dreaming forever like this? Will it ever end? And if so, when? We might say your mental fatigue has already answered this question. Eventually, there's only so much that people can tolerate. Especially those whose health is compromised to begin with, like Dunyarzad. This relentless exploitation takes an even harder toll on them. People's lives are at stake here, and nobody knows a thing! We've got to put a stop to this! Let's go. Warum haben Sie den Traum von Sabzeruz-Fest gewählt? I know, right? Why did they have to base this dream on my birthday? Could it really just be a coincidence? Even you don't know the reason? Wow, now that's strange. The Academia sages are determined to harvest lots of dreams in a short time, no matter the cost. They have to be up to no good. Unfortunately, I don't know anything about it. Traveler, do you have any information? Unbewohnte Träume? Those spaces remind me of dreams, like the one I had in the Avidia forest. Except these have no sign of human presence. Okay, Nahida said, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. Rede des großen Weisen. Grand Sage said, go celebrate the birth of that god to your heart's content. Did he mean something more? Unbewohnte Träume? That doesn't sound right. I need... Dann doch die Rede des großen Weisen wahrscheinlich. Ja. Celebrate the birth of that god? Could it mean... Stimmt, die haben Nahida nicht angenommen, ne? Und dann mit Wissenschaft wollte die ihren eigenen machen. Irgendwie sowas war doch die Story. Habe ich schon voll vergessen. Stimmt. Ja, ja. Die verabscheuen Nahida. Ich habe keine weiteren Fragen. People of Sumeru with no regard for their safety. No matter what they're trying to do, this is unforgivable. Genau. After we end the Sabzeruz Festival Samsara, we have to look into them. How can the sages of the Academia do this behind their Archon's back? This is ridiculous! In the end, I'm just the moon. The real sun is long gone. Achso, die große Herrscherin, wie sie heißt, ne? Irgendwas Hardewürze. A sun and a moon? Nahida's talking in riddles again. Ah, zu Ende. Oh, we're out of time today. I'll tell you how to break free of the samsara tomorrow. See you then. Katastrophe.
confusing. Should we instead say good morning, Lesser Lord Kusanali? Hey, what's wrong, Nahida? You don't look too good. Wo ist Dunja Zart? I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Oh nee. Hat es nicht geschafft. Das ist wie, Alter, jetzt in Watatsumi. Wo unser, wie hieß er, Junpei-Kumpel. Oh nee. Did Dunyarzad already disappear? No way. Are we too late? Jedes Mal kommen wir so spät, wie es aussieht. Jedes Mal. The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. Immer einen Schritt zu spät, genau. Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad? Just what is she? Is she also going to disappear? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. Alter. But personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. Puppets are stiff and can't copy a living person's vitality. After all, they're just there as filler. You know, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. So you do remember her after all. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Elazar. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she's still... Ihr bedeutet das sehr viel. Du bist eine sehr gütige Göttin. Far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sabzeruz Festival with so many regrets. Alter. Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the sage's fault, and theirs alone. Genau. Wir schlachten die alle ab. I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon. Du kannst dich nicht vergleichen mit Zhongli. 4000 Jahre alt, wie der ist, und du 500, oder was? Und dann wirst du noch wahrscheinlich von den anderen getrennt, in der Kapsel gehalten oder irgendwas. Don't be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be sad. Genau. To prevent more tragedies like this, we must end the samsara as soon as possible. Great, but how do we do that? Although the Sabzeruz Festival dream is under the Akasha's control, only humans can dream. Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host who created it. Huh? So, how should we find that person? Well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Which means, with the power of imagination, they can change anything in this dream. Imagination? What do you mean by that? Imagination means breaking through what you perceive as normal. Like when a server at a tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it. Okay. However, if you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and more on the plate, the dream will respond in kind.
and the server really will bring you gold and mora. But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many times they're served, it will always be food. Was sollen wir also tun, nachdem wir den Besitzer gefunden haben? Find some way to make that person realize that they're dreaming. Usually, once that happens, the person will wake up and the dream samsara will be broken. How are we going to find them, though? If it could be anyone, it'd be like looking for a needle in a haystack. And even if we did find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming? After all, like you said, don't wake a sleepwalker. It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. Remember, everything you've achieved up to this point has all been for the sake of finding the host and ending the samsara. As for me, during this time, I'll be out of town. Okay. Out of town? Are you going to that place full of dreams where the traveler went? Yes, I want to try something. There must still be a small wisp of possibility. Tu nie żart. Hurry and go. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. Unnecessary things like this samsara need to end. Let's go. Paimon's still a little upset that we've come this far only for Dunyarzad to... Wir haben Vertrauen in Nahida, komm. She was such a good person, with such a simple wish. But fate was against her. Es fühlt sich an, als hätte ich die Motivation verloren. Yeah. Saving Dunyarzad is what kept us going this whole time. But we mustn't lose hope, Traveler. Dunyarzad would definitely want to see us save everyone else. So let's break the samsara for her sake. Let's go. Paimon's wondering, do you think the sages would get one of their own to be the host of this stream? Feels like it would be easier to control it that way, no? Ich denke nicht. Für einen Wissenden wäre es leichter, Bewusstsein zu erlangen. Umgekehrt ist es für einen Unwissenden schwer zu erkennen, dass er im Traum ist. Huh. That's true. Plus, the sages probably weren't counting on there being other factors beyond their control, like Nahida and us. So, who do you think the host of the dream is? Könnte es der Blumenritter Faris sein? Oh, that would make sense. Faris, the Knight of Flowers, is a symbol of the whole Sabzeruz festival, right? Pretty core character. Let's go ask him some questions, shall we? Let's go! Zerstören wir das Samsara. Oh, 38. Sehr schön. Kann ich eigentlich die Daily Dinger abholen? Obwohl ich hier bin? Wäre geil. Ad Astra Abyss. Ah ja, easy. Thank you for Ad Astra. Achso, die sind noch nicht fertig. Dauert noch. Hauptsache wir haben das da. You're back. You left in a hurry last time. Is everything okay? Everything's fine. Just, it's a little hard to explain. Would you mind taking part in a little experiment with us? Du musst uns ein paar Fragen beantworten, Brudi. An experiment? That came out of nowhere. I'm listening, though. What do you need me to do? Could you
make a wish? Stell dir vor, dein Wunsch wird direkt vor deinen Augen wahr. You want me to make a wish? Is that a new Sabzeruz festival tradition or something? Less questions, more wishing! Okay. Okay. My wish. My wish. Okay. I'm a little nervous saying this out loud, but I want Miss Dunyarzad to be happy. Oh. I noticed earlier that she looked a bit down, and she wasn't really talking to anyone. Ja, die Arme. She just doesn't seem like herself. She's always so gentle and kind, and all the kids love her. I've also wondered if the reason she asked me to be fairest knight of flowers is because I'm special to her or something. Der Arme. Hat einen Schuss für sie, hä? Stehst auf sie. So, you have a crush on Dunyarzad? Yep. Oh, is it that obvious? After what I just said, I guess it is. When she placed the hat of the Knight of Flowers onto my head, she said to me, I want everyone to have a happy Sabzeruz festival. What she didn't realize was that I'm not that interested in how everyone else feels. In that moment, I just wanted to be her Knight of Flowers for the rest of my life. 50 years, 100 years, I'll serve her till the end of time. Ein alter Romantiker, hä? Okay, yeah, that was a bit much. Felt like the right moment to get it off my chest, but that was pretty embarrassing. Okay, I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. Please come true. Ich hoffe, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. I'm gonna open my eyes. Oh. Hat's geklappt, Kumpel? Oh! You're... What? Fucky? Sorry, but only one portion of Yelda candies per person. Back home you go. Sie ist die, wo träumt, oder? Das kleine Mädchen. Nice try, you two. Anyway, never mind. I don't need to see her appear right in front of me. As long as she's happy. Guess he isn't the host of this dream after all. Should have expected it wouldn't be this easy. Das kleine Mädchen ist es. Es wurde nicht umsonst gezeigt. Bestimmt. It seems like everyone who knows Dunyarzad loves her. But none of them has any idea that she... My lady, step back. That sounds like Dia! Oh, right. This is when Dunyarzad bumps into the kidnappers. Oder es ist. Nee, wenn. Der ist es nicht. Weil die hat ja davor schon gewusst, das ist. Ah nee, aber sie wusste nicht, dass es ein Traum ist. Sie dachte einfach. Nur es ist eine Zeitschleife oder sowas, ne? Ich erteile ihnen eine Lektion. Huh? But Dia can handle them. Hey, Traveler! Es muss jemand sein, der Ahnung hat vom Sabzeruz-Fest, oder? So hab ich's verstanden. Vielleicht doch die Kinder. Oh, it's you. Great timing. Please take... Nehmen Dunyarzad erst weg. Hey, this is my job. The homie Yannis pay me, not you. Lass den Quatsch. You... Fine, alright. Knock yourself out. Why are you so worked up anyway? It's not like I don't trust your fighting skills. Wir sind einfach nur genervt. Wir brauchen ein bisschen Dampf ablassen. Anyway, watch yourself. So you got yourself some backup. Suit yourself. You're going down. That's close enough. Take this! You can't run! I must leave no stone. Ich mache euch alle kaputt. Time to clean up. Komm her. Ich brauch gar nicht mal versuchen hier. Lightning flash.
Lights out. Hier, noch ein bisschen. Da. Geht mir auf die Eier. Time for a light show. Alles kaputt machen. Take this. Wo ist der letzte? Da. Voll übersehen. Lightning flash. Leave it all to me. Fuse is lit. Nervensägen. Traveler, were you just taking your anger out on those guys? Mir geht's gut. Nun, ich bin nur ein bisschen böse auf mich selbst. You and Nihida both. Dunyarzad wouldn't want to see you two like this. Oh, and speaking of her, Paimon just remembered something. Remember how during the first Sabzeruz festival, before the Samsara started, we came here with Dunyarzad because she wanted to pick something up? She said it was because she had forgotten something. Ja, du hast recht. Okay, so Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying somewhere around here. She pointed it out to us the night before the Sabzeruz festival. Wir müssen herausfinden, was das Ding ist. Yeah, even if it's only a tiny clue, it'll probably still help us more than this needle in a haystack search. This is the place. It's rude to enter other people's spaces without permission, but desperate times call for desperate measures. Also treten wir die Tür ein. Let's go. Hey, the windows are unlocked. Okay, Paimon's gonna take a peek inside. This was only a temporary residence, so there was pretty much nothing inside except this book on the table. Should we open it? Endlich habe ich diese Aufzeichnung am Vorabend des Sabzeruz-Fests fertiggestellt, was fast 16 Tage gedauert hat. Da ich davon ausgehe, dass ihr nach dem Sabzeruz-Fest bald wieder auf Reisen gehen werdet, möchte ich sie dir spätestens am Tag des Festes geben. Ich habe alle überlieferten Erzählungen über die niedere Herrin Kusanali zusammengestellt, indem ich während der Vorbereitung des Fests die Einwohner in Sumeru befragte. Auch wenn ich viele Leute befragt habe, gab es nur sehr wenige, die überhaupt etwas über niedere Herrin Kusanali wussten. Ich hoffe jedoch, dass diese Aufzeichnung dir bei der Suche nach ihr helfen kann. Das Wasser in der Nähe von Grund Harva war einst verunreinigt und man musste weit gehen, um Wasser zu schöpfen. Doch eines Tages stellten die Einwohner plötzlich fest, dass das Wasser dort wieder trinkbar wurde, und einige meinten, sie hätten in der Nacht zuvor einen grünen Lichtschein in der Nähe der Wasserquelle gesehen. Alle glaubten fest daran, dass es die göttliche Kraft der niederen Herrin Kusanali sein müsste. Es hörte sich ziemlich glaubwürdig an. Es muss wohl sehr lange dauern, bis sich eine verschmutzte Wasserquelle selbst reinigen kann. Hat sich die niedere Herrin Kusanali tatsächlich bei Grand Harva aufgehalten? Nach dem Tod meiner Mutter hatte ich immer zu viel Angst vor der Dunkelheit, um nachts zu schlafen, aber eines Tages fing eine Stimme an, mit mir zu sprechen, bis ich einschlief. Eine Frau erzählte mir, dass es die niedere Herrin Kusanali war, die sich um mich kümmerte. Armes Kind, ich hoffe, das Sabzeruz-Fest kann ihn wieder etwas glücklich machen. Seine Erfahrung ähnelte in gewisser Hinsicht meiner damaligen Die niedere Herrin muss eine sehr sanftmütige Göttin sein. Einmal hatte ich zu viel getrunken und fand den Weg nicht mehr zurück. An einer Ecke sah ich, glaube ich, die niedere Herrin Kusanali. Sie wirkte außerordentlich groß, mit sehr starken Beinen und Armen. Da fiel ich hin und sie fing mich mit einer Hand auf. Am nächsten Morgen fand ich mich schlafend unter einem Baum. Und ja, es muss wohl die niedere Herrin Kusanali gewesen sein, die auf mich aufgepasst hat. Das hier ist vielleicht nicht sehr aufschlussreich. Das muss doch ein Baum gewesen sein, oder? Überlieferung in Sumeru mit Dunyarsatz-Anmerkung am Rand. Sie würde dicht über viele Seiten aufgezeichnet. Also
Besoffen oder was? Wow. Dunyarzad wrote all of this. Sounds like she was always thinking of us even while we were away. Even though she was also busy preparing for the Sabzeruz festival and had all her health problems to worry about. Ja. She must have wanted to give this to us as a gift on the day of the Sabzeruz festival, right? Sehr wahrscheinlich. If we hadn't found this book, we never would have known. But now that we know, we can't even thank her. Let's go. Hey! Where are you off to now? Dunyarzad, ich komme. Auch wenn du nur eine Puppe bist. Lass mich dir danken. It's Dunyarzad's puppet. Ich glaube, ich fühle mich besser, wenn ich es ausspreche. Danke dir. Traveler? You must be exhausted. Ich will Köpfe einschlagen, komm. Come to think of it, we've been stuck in this place for a really, really long time. Heck, even the last time we were chatting happily with Dunyarzad feels like an eternity ago. Stimmt. Paimon still remembers when we were sitting here, and the way her eyes sparkled when she talked about Nilu's Dance of Sabzeruz. Ich kann mich kaum noch dran erinnern. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. That was what the real Dunyarzad said, wasn't it? Does that mean... Dunyarzad? Yes, traveler. What is it? Oh, so she's still just a puppet. But just now, how come... Kein Bedauern hinterlassen. Lass uns gehen, Paimon. Where are we going this time? Lass uns den Sabzeruz-Tanz ansehen. Es war Nilu. Oder? Nilu ist die eine, die träumt. Weil ihr Wille wird jedes Mal gebrochen. If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. Los, hauen wir auch rein. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? Traveler? You don't have to get involved. He's a sage from the academia. Lass mich ihm einmal in die Fresse hauen. Ich hau einmal richtig drauf, komm. Let's go. Traveler? What the heck are you doing? If you get arrested by the academia, that's another day gone to waste. Bastard.
Wait, they're not reacting. Have they been scared stiff? Wie erwartet. Sie sind Puppen. Oh, of course. If this is the sage's plan, they wouldn't put themselves through this. So they're just substitutes. What is this? What happened to the Grand Sage and his entourage? Warte. Was ist in diesen Blumentöpfen? Like I said, they symbolize the goddess of flowers. It's just a shame that all the real Padisaras went extinct after her death. Yes. The Greater Lord brought forth new Padisaras in memory of the goddess of flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful shade of purple. That beautiful shade of purple. Aren't these flowers real Padisaras? Just like the ones from the legend? I didn't even notice. Dunyarzad, did you find these? But didn't you just say all the real flowers went extinct after the goddess of flowers passed away? So, how? Yeah. What's going on here? Nilo, schließ deine Augen. Huh? Stell dir vor, dass der große Weise und seine Leute nicht vor deinen Augen sind. You guys are acting weird. But okay, I'll try. Hey! They disappeared! So Nilu's the host. What a surprise! Ja. Voll vergessen. Purple Padisaras don't exist in the real world anymore. But in Nilu's subconscious, they can appear as decorations on the stage. It's just like the example Nahida told us. People assumed there will be food on a plate, and Nilu assumed there would be real Padisaras in the flower pots. So when you saw the flowers, you instantly knew it was Nilu? Ganz genau. But if we want to end the samsara, we need the host to become aware that they're dreaming. How should we make Nilu realize that? Am I dreaming? So leicht, gell? Träume ich? Woher weißt du das? So I'm right. Is this Lesser Lord Kusanali responding to our celebration of the Sabzeruz Festival? Wrong guess, but you aren't completely wrong either. The point is, what made you think this is a dream? As far as you know, people in Sumeru don't dream, right? Yeah, but have you heard the tale of the first sage? To prevent a calamity, he went on a journey to find the Dendro Archon. Ooh, sounds familiar. Dunyarzad told us a story like that when we first arrived in Sumeru City. So it was about the first sage, huh? Yep, but in the part you heard, he hadn't become the first sage yet. There's more to the story. His piety and wisdom were acknowledged by the Dendro Archon, and she finally gave her blessing to him. All kinds of spectacular scenes appeared in front of the first sage, as if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated. After who knows how long, he mastered all the knowledge he could comprehend. Afterward, he said to the Dendro Archon, "I miss my parents, my wife, and my children. I've been away from home for far too long. They must be worried." Jetzt kommt irgendwas Schlechtes. The Dendro Archon smiled. The next second, the sage found himself lying in his bed, as if he had just woken up from a dream. Da war alles ein Traum. His wife lying next to him said, "You're off to search for the Dendro Archon today, aren't you? Have a safe journey, my love." In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru City and founded the Academia. What a happy ending. Also war das alles nur ein Traum. So, the first sage was dreaming ever since the beginning of the story? He never went on his journey? Yes.
But his faith and determination were conveyed to the Dendro Archon, so she blessed him in the form of a dream. Paimon understands where you're coming from now. That's a really interesting connection. But we really gotta wake up soon, like the sage in the story. Da Danilo es schon bemerkt hat, dann sollte der Traum bald enden. I see. Well, it just so happens that today's Sabzeruz festival is almost over too. Since we're in a dream, let's make this final dance of Sabzeruz as beautiful as we can. Darauf bin ich schon ganz gespannt. Tanz nach Herzenslust. The wait is over, everyone. I dedicate this to our god, the dance of Sabzeruz. Die Musik. Dung, dung, dung. Bongo, bongo. I'd be lying if I said I had no regrets. I Oh, would have loved to see Nilou's dance. jetzt tut's noch mehr weh. Die arme Dunja sagt, ja. Oh. Das gefällt mir. Schaut zu genau. Schön. Sehr schön. Oh, good morning, traveler. Oh, Paimon feels like she's been asleep for the longest time. Guten Morgen, Paimon. Paimon's head feels super heavy. Did we oversleep? Do you even remember going to sleep last night? Haben wir alles vergessen? Paimon thinks it was after the Sabzeruz Festival. The Sabzeruz Festival! Have we finally escaped from the Sabzeruz Samsara? Ich erinnere mich. Quick! Take off your Akasha Terminal! Nach dem Sabzeruz-Tanz sah ich anscheinend schnell, dass wir uns Dunjasat gehen. Was steht da? Nach dem Sabzeruz-Tanz sah ich anscheinend. Ah, doch. Genau, wir sahen den Dunjasat. Jetzt passt's. Schnell, lass uns zu Dunjasat gehen. Sofort. She's not in her room. What happened? Geh zu dem Ort. Huh? What usual spot? Let's go. Lass sie da liegen, komm schon. Sie lebt noch. Oh, ist eine Puppe? Traveler and Paimon. Catherine? And thank you, Dunyarzad, for organizing the Sabzeruz festival for me. I'm sorry, who are... Dunyarzad! You're okay! Oh, don't scare us like that! Nochmal schön. Gutes Ende. Gefällt mir. Ich wollte nicht. Ich habe schon bei dem, wo sie getanzt hat, schon so ein Kratzen an meinem kleinen Herzen gehabt. Hat wehgetan.
Dunjasad? Oh, Traveler Paimon. I have something amazing to tell you. I just had a dream, and I saw Nilou performing the dance of Sabzeruz. Wunderschön, gell? Ah, perfekt. Des Morgens 1000. Hä? So. Das nächste ist... Nichts. Müsste ich nicht die nächste... warte mal. Dämmerung. Kapitel 3, zweiter Akt. Nilous Tanz brachte schließlich die Morgendämmerung. Wenn du dich richtig erinnerst, hast du Dunjasad vor der Bühne gesehen. Sprich mit Catherine. Es gibt aber... Ist es nur... das ist der Abschluss von der... Wieso habe ich dann schon das Ding bekommen? Komisch. Ja, ich habe das schon bekommen. Dann sprechen wir noch abschließend mit Catherine. You're actually Nahida, aren't you? Paimon felt like Catherine was acting weird when we met at the Sabzeruz Festival. And Dunyarzad, did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. Hauptsache sie ist okay. Let's chat somewhere else. How about by the traveler's favorite bench? Ich hasse die Bank langsam, gell? Die stört mich nur noch. What's going on? Why are you two so excited to see me? Hasn't it only been a night? Wenn du nur wüsstest. It's actually been much longer than that. Nimmt ihr das Akasha weg, Alter. Reiß es ab. Oh? Strange. Was I really asleep that long? No wonder I have such a headache. Nahida, ich komme. Ja, schneller dadurch. Immer schön den schnellsten Weg nehmen. Bist du noch niedergeschlagen, Hakan? Was ist denn los? Da ist nix. Das nehmen wir mit. Let's talk about Dunyarzad first. It's such a relief that she's all right. Genau. After we parted on the last day of the Sabzeruz Festival, I left the city and saw what the traveler had described. Among the countless dreams, I found one that was growing fainter and fainter. This proved my suspicion. Once Dunyarzad could no longer bear the Akasha harvesting her dreams, her consciousness began to dissipate. But this also meant it escaped the Akasha's control. Such a small fragment of consciousness can't last for very long, though. It will return to its original dream, where both will gradually fade until they completely disappear. I used all the power I had to keep her dying dream alive as long as possible, but it still wouldn't have lasted for much longer if it hadn't been for you two breaking the samsara. Zum Glück. So it looks like we did manage to save Dunyarzad in the end. Not a moment too soon. Es ist ein Wunder. Huh? Why are you two smiling so happily? I thought you'd be so moved that you'd start crying. I need to spend more time observing human emotions. Both are fine. Everyone reacts differently. All right. You two must have a lot of other questions for me, right? After all, you saved my faithful believer. As your reward, I will answer any and all questions. Was habe ich im Avidia-Wald gesehen, als ich bewusstlos war? At the Avidia
traveler fall unconscious and dream of a huge tree and a red sky. You also heard someone's voice, right? It said world and forget me. Yeah, so you do know! We've been wanting to ask you what that was about, and if the red sky was related to Conria. It seems like the traveler established a connection to Irminsul. That was a message left by Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul. Perhaps her last memory before she died. As you two probably know, Greater Lord Rukkhadevata disappeared after the disaster in Conria. The timings of these events do line up, so your suspicions are reasonable. A message from Greater Lord Rukkhadevata? We thought it was from King Deshret. King Deshret? That god who died even longer ago? Some present-day desert dwellers still worship him. You probably just heard some of their conspiracies. Okay, so what does the message mean? I still haven't managed to decipher it. Even the Akasha isn't currently capable of doing that. Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul seems to be contaminated with something that has a very dangerous aura to it. Okay. Many devoted scholars go mad as soon as they connect their consciousness. I've warned the academia about this many times, but people still keep falling victim to it. But I believe this is the key to saving Irminsul. That's why I've kept trying to decipher it. So the tree in the vision was Irminsul? Oh, Tainari also said that Irminsul is sick! Is it because of the contaminated consciousness? But even if you can't figure out what that vision was all about, it seems like our search for you was all in vain. Nee, wir haben Dunjazad geholfen, das reicht schon. The traveler wasn't affected after coming in contact with that consciousness. I've never seen anyone like that. With you here, we may have a chance at deciphering it. No, we must decipher its secrets. I've already eliminated all other factors that might affect Irminsul. This is the only one left. This puzzle has life and death at stake. It could determine Irminsul's fate, as well as Teyvat's. Warum siehst du wie Catherine aus? To be accurate, I'm using the Akasha as a medium to occupy Catherine's consciousness. How did you do that? Poor Catherine. Does this mean you can also occupy other people's consciousnesses? Theoretically, I can enter anyone's mind as long as they're wearing their Akasha terminal. The Akasha is the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. As Lesser Lord Kusanali and the first Akasha terminal, my consciousness has always been linked to the Akasha. I've always respected my people's free will, so I've never actually occupied their consciousness. When necessary, I just borrow this bionic Snezhnayan puppet. Ich wusste, ich hätte es noch im Kopf gehabt, dass sie Puppen sind. Hold on. Did we just learn some deep, dark secret? So Catherine is... No wonder Paimon felt something was off about her. Vor allem ist es eigentlich nicht schlecht. Durch Catherine kann ja dann Snezhnaya, oh man, ich kann sie aussprechen, eigentlich wie so Informationen sammeln, oder? Und die überall anzapfen. What about your own body? Why do you need to borrow other people's? Don't you live in the sanctuary of Surasthana? That story begins a long time ago. After Greater Lord Rukkhadevata disappeared, the sages found my newly born self and took me back to Sumeru. At that time, I was young and weak. The sages kept me in the sanctuary of Surasthana, ostensibly for the sake of protecting me. But I've hardly heard from them since. Richtige Pissköpfe, Alter. However, I do understand that they had hoped to find Greater Lord Rukkhadevata instead of me, a symbol of her passing. So, the sages basically put their new Archon under house arrest? How dare they! Why don't you teach them a lesson, Nahida?
some ways, they aren't wrong. Greater Lord Rukkhadevata was omniscient and omnipotent. Even after her death, the Akasha is still empowering this nation. And I'm still really far away from being able to call myself the God of Wisdom. Moreover, the Academia is also more proficient at governing this country. My existence has little meaning. Ah, wahr. Nahida, nie im Leben. In meinen Augen bist du eine ausgezeichnete Göttin. Da hat sie recht. Mit Güte willst du jeden Einzelnen von dir retten. Den Schwachen hilfst du. Das macht einen Herrscher aus. Yeah, you got a lot of believers. Just look at the Sabzeruz Festival. Everyone who showed up truly loves you. Thank you for the kind words. But I honestly don't need physical freedom as long as I can connect my consciousness to the Akasha. Trying to find a way to save Irminsul is my life's mission and top priority. I will work on that, and try to live up to being a deity in the meantime. Every once in a while, I will also take up the duties of the God of Wisdom and enlighten a lost soul here and there. Doing all that should be enough. Warum haben die Weisen der Akademie so etwas geplant? There's never been any big problems with the Academia's governance of Sumeru. This is the first time I've seen them step out of line. I wonder what caused them to go down this path, and what they hope to achieve. Even though the city's residents haven't noticed anything strange, if the traveler hadn't broken the Sabzeruz samsara, the situation could have become dire. I tried to do some investigating in the Akasha, but I couldn't find anything suspicious. And all the people of interest seem to purposely avoid wearing their Akasha terminals. Dass sie nichts rausfindet, hä? I think they're deliberately trying to hide something. Ja. Oh, that reminds Paimon. In Gandharvaville, there was a sage who had invited Tainari to join some kind of project. Could it be related? Regardless, I need to first investigate the sage's motives, make things right, and punish them if needed. But I'll have to be discreet, or they'll see me coming. Hat keiner bemerkt, irgendetwas stimmt mit Akasha nicht? You mean how the Akasha stops you from having dreams? Yeah, it's been such a long time. No one's noticed something's up? It's not that no one noticed. It's more like no one cared. Ultimately, it's all rooted in the sage's misdirection. Misdirection? The sage has convinced everyone to believe that being unable to dream is a sign of rationality and wisdom. Not dreaming is a badge of honor in Sumeru. Even if the truth is that their dreams are being reaped by the Akasha. With their propaganda in place, the sages can maximize their use of the Akasha to facilitate their research. Besides, Greater Lord Rukkhadevata must have created the Akasha in the hopes that it could be used to its full potential. That's why I've never come out strongly against this. Anyway, the perspective advocated by the sages drowned out any voices of doubt. By now, even those who never use Akasha terminals find it too shameful and embarrassing to talk about their dreams. Ich habe keine weiteren Fragen. Got it. I hope my answers were satisfactory, seekers of knowledge. To be honest, maintaining Dunyarzad's fading dream took a lot of mental energy. I think I may need to rest for a while. Oh, and you don't need to worry too much about the sage's activities for now. The Akasha won't be able to conduct another project on the scale of the Sabzeruz samsara in the immediate future. Go and get some sleep. Leave everything to us. What a relief. This is truly the most exhausting birthday I've ever had. Traveler? Paimon? Why am I here? Do either of you know? I
Maybe you were sleepwalking. You know you can't wake up a sleepwalker. We happened to walk by, so we thought we'd wait for you to wake up. I see. Huh. I should visit my maintenance personnel sometime. Oh, I'm fine. I better go. Thank you. Das gute Wartungspersonal, hä? We spent quite some time in Sumeru City, but ever since we last said goodbye to Lesser Lord Kusanali, we haven't heard anything from her. Oh, we can't just keep waiting around like this. Let's go find Catherine and pick up some work so we can at least keep ourselves busy. Irgendwas Neues bekommen? Sprich mit Effendi. Das Regiment der 30 wirbt gerade Assistenten an. Bei Interesse kannst du dich an Effendi in der Halle von Rexar wenden. No. Da, jetzt haben wir dritter Akt. Wie ein triumphierender Held. Sprich mit Catherine Sumeru. Das Samsara des Sabzeruz-Fest ist schon lange vorbei. Viele Dinge können nicht aufgeklärt werden, solange sich Nahida noch nicht erholt hat. An jedem Tag warst du wie immer auf dem Weg zur Abenteuergilde. Zacki zackig, sprich mit Susanne. Nee, zackig knackig, so. Heißt sie so? Die Quest, nee. Luftschlösser, Illusionen und Betrug. Das ist unsere nächste Quest. Aber das machen wir ein andermal. Was haben wir hier? Oh. Aber zuerst schauen wir, was wir hochleveln können. Morgen erst. Und Charakter. Daten. Ich muss die Dinge anklicken. Ich kann Dendro hochleveln. So. Wo haben wir eins? Da. Einklang mit der Dendrokraft. Wunderschön. Wer schreit hier? Komm her, Chicken. Und geht doch, Sternbild. Dankeschön. Parasitäres Gras. So. Genau, Charakter wollte ich anschauen. 80 geht nicht weiter. Escher 50. So, die hatten wir alles. Wir müssen Walbeeren finden. Und hier müssen wir Narkokraut finden. Genau. Narkokraut. Schau mal, ob wir was kriegen. Zack. Wir können schon mal 5 kaufen. Das Wichtigste. Dankeschön. So. Jetzt brauchen wir noch 16. Gehen wir dahin. Narukami. Da war immer einer. Errungenschaften haben wir auch. Erwache aus dem Samsara des Sabzeruz-Fest. Schließe des Morgens 1000 Rosen erwachen. Haben wir doch. Truppe. Ich brauche einen Elektrocharakter. Für die schönen Blüten. Nehmen wir ein paar Blüten mit. Zack, zack.
Nehmen alles mit. Nee. Bin ich zu wenig hier wahrscheinlich, ja? Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ist hier noch was? Oh, ich höre. Ein Elektrokokkulus. Aber das ist wahrscheinlich irgendwo unten in dem Berg. Ja. Schauen wir mal da hinten. Vielleicht ist da noch irgendwo ein Narkokraut. Sieht aber nur wie Elektroblüten aus oder Kirschblüten, wie die Dinger heißen. Was ist es hier? Sakura-Blüten. Oh. Dann ist die Schwert mit Elektro. Sehr geil. Dankeschön. Nur Schrott. Eine Zuckerblume. Alter. Minze, hat ja keine Narkokraut hier. Nee, mach's Steinle kaputt. Meine Noel. Da ist auch nichts. Da ist ein Narkokraut. Da ist noch eins. Sehr schön. Warum nicht immer so? Oh, da ist eine Kiste. Die holen wir uns auch gleich. Oh dear. Everyone's laundry is still on the line. May I be accepted? Ui. Ein Onikabutu. Wird immer besser hier. Dann lass mich erstmal dahin. So. Direkt, ne? Geht doch. Perfekt. Und da ist auch eine Kiste. Nehmen wir auch. Keine Ahnung, wieso ich die damals nicht gesammelt habe. Shit. Schade. So. Wo kann noch Narkokraut sein? Ich glaube in dem Chinju-Wald waren ein paar, glaube ich, oder? Oder waren keine? Nee, sondern nur Minze. Da ist Blitzchen. Hey. Oh, den habe ich schon. Okay. Da. Ah, sind zwei. Okay. Boom. Kann ich vergessen hier.
Boom. So gefällt's mir doch. Schön verbrennen. Scatter! Don't blink! The fuse is lit! Da. Bist auch gleich weg. Geht doch. So, was bist du für ein kleines Häuschen? Nichts. Ah, da ist was. Bling, bling. Schauen wir uns gleich mal an. Ja, hier war auch unten untergrundmäßig, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber hier waren auch Narkokraut, wenn ich mich nicht irre. Irgendwo hier in der Gegend. Zack, 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 zack. Kaum Schaden hier. Genau, verbrennen sie. Ja, voll daneben. Voll daneben. Speed of light! Someone needs assistance. This is our majesty's gift! Out of my sight. Komm her. Da brauchst du nicht abhauen. Germinate! Incoming! Willst du schon wieder abhauen? Nee, aber diesmal stirbst du, komm. Geht doch. Winter shall eventually come. Lila Artefakt, sehr geil. Speed of light! Geht doch. Da sag ich doch, hier waren welche. Sehr schön. Oh, das stimmt, das Wasser war ja elektrisch. Kratzt sich ab, wenn ich zu langsam bin. Noch eins, sehr geil. Nee, ist nix. Ich dachte, das wäre so ein zum Abschießen. Diese Luftballons sollen so groß werden. Ja, das ist nur ein Zuckerblüte, oder? Ja, ja. Ich will doch nur stärker werden. Stärker, stärker, stärker. Werden, werden, werden. Alles, was ich will. Ist das zu viel verlangt? Sieht so aus. Leider. So. Wo könnten noch welche rumliegen? Da weiß ich auf jeden Fall. Da vielleicht auch, aber naja, da finde ich halt nicht, ne? Das sind vielleicht einzelne. Geh mal rein. Dankeschön. 2, 3, 4. Ich glaube immer 5 waren hier, ne? Oder doch nicht. Naja. Besser als nix. Da ist auch Stuff, sehr schön. Sehr schön. So. Hier waren doch auch immer welche. Genau, einmal. Da ist zweimal.
Wie viel fehlt? Mademoiselle. Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? 5 Stück noch. Ah, die suchen wir noch. Die suchen wir auf jeden Fall. Schauen wir überall nach. Wo geht's da hin? Vielleicht finden wir die irgendwo hier. Unterwegs. Oh ja, perfekt. Noch 4. Da ist auch einer, oder? Ah ja. Wird ja immer besser. Noch 3. Wenn wir schon mal hier sind, mache ich dich auch. Schadet nicht. Boom, boom, boom. Got you in my room. I got to defeat you. With fire and sticks. Und ganz viel Dendro. So. Oh. Bringt eigentlich gar nichts, aber egal. Ui, ich bin gleich down. Heilen wir ein bisschen. Bum, 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 bum. Da. Damit geht's ruckzuck immer. Das Gute überladen. Geht doch. Bum, 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 bum. Bum, bum. Bum, bum. Nix da. Einer ist down. Vergiss es. Geht doch. Hatte ich kurz Angst, dass du mir wieder auf die Eier gehst. So, noch ein bisschen heilen. Geht auch. Wunderschön. Ich habe was falsch gerade eingesetzt, glaube ich. Ja, ich habe noch meine 160. Ich habe so ein Dingkristall eingesetzt. Egal. Das angereicherte Harz. Ist nicht so schlimm. Hello. Who are you? Oh. Nehme ich doch alles gern. So viel Mora, hä? Kiste. Oh. Da hinten ist auch was. Hola. Ui. Hau ja nicht ab, Kumpel. Burnen wir ihn, burnen wir ihn. Boom. Sehr schön. So muss laufen. Nochmal. Boom. Ah, wunderschön. Zack, 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 zack. Einer ist gleich down. Drehen wir uns ein bisschen. Wunderschön. Jetzt burnen wir noch ein bisschen. Schau mich an. Schau mich an. Geschafft. Ja, die sind eh alle voll, ne? Easy. Immer diese billigen, einfachen Truhen. Bringen doch nichts. So. Schauen wir mal, was man hier machen kann.
Das Ding schweift hin und her. War klar, eine Minze ist scheiße. Die mittlere, okay. So. Jetzt schwimme ich noch. Scheiße. Genau, immer schön verdampfen. Hey, das ist weg. Das ist doch scheiße. Genau, immer schön verdampfen. Verdampft die. Mit Wasser jetzt kombinieren. Genau. Ich sag doch, Wasserfeuer. Wir brauchen einen gescheiten Wassercharakter. Und dann bringt die Dendro echt was. Von unseren Reisenden. Ich muss in die Richtung. Up and away. Das passt schon mal. Jetzt fehlt er oben, ne? Eine. Dann geht's weg. Muss ich im richtigen Moment? Komisch. Ah, jetzt sind sie weg. Okay. Die Frage ist, wie lange es hält, ne? Geht doch.
complicated. Not bad, as far as treasure is concerned. So. Ich brauche immer noch die ganzen Narkokräuter, ey. Da ist ein Aussichtspunkt. Okay, gehen wir mal rein. Die bringen nichts, aber egal. Hauptsache, wir haben ihn. Hui, wunderschön. So. Ich glaube, hier waren auch noch welche, ne? Stimmt, jetzt will ich leben hier noch was. Katastrophe. Komisch. Da, perfekt. Direkt ein Narkokraut erhalten. Da machen wir schnell kurzen Prozess hier. Da. Heilen wir erstmal so. Gut so. So. Da, verbrennen langsam. Oh, perfekt, noch einer. Sehr, sehr geil. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? Haben wir es geschafft? Ein einziger, ey. One and only. Da hinten, ich sehe schon. Ich hab's schon geschafft. Ich sag doch, hier in dieser Insel, wunderschön. Und sonst nichts mehr? Nicht so aus irgendwie. Dann eben nichts mehr. Aber wir können schauen. Was brauche ich noch? Die hier. Kriegen wir hin. Nichts. Wo muss man hin? Hoch. 6 Stück brauchen wir. Boom. Immer die kleinen Depp mir zerlegen. Die größte Freude. So, wo ist hier ein Sabzeruz? Sabzeruz. Warte mal, wir brauchen kein Elektro mehr. Make sure to keep up. Judgment. Schon wieder Wasser, ja, ja, wusste ich doch.
Erstmal den nervigsten von allen K.O. machen. Da. Fire hazard. Leave it all to me. Judgment. Easy. Alter. Ich krieg wieder eine Artefakt wie noch was. Gefällt mir richtig. Oh. Unten soll eine Kiste sein. Ah ja. Gleich 2. All in a day's work. Alles voll hier. Noch gleich am Anfang. Da wundert man sich, warum man denkt, man hat ein Déjà-vu. A little dusty. Best give it a spring cleaning. Wo gehen wir da hin? Der hat nur in diese Richtung gezeigt. Aber hier ist alles Wasser. Da oben vielleicht? Ah ja. Du. Ah, in die Richtung. I'll catch up. Leicht hoch könnte da oben heißen. Auf der Wand da. Oder vielleicht hier? Nee, ne? Ne. Ich glaube da oben. In diesem Wandteil. Auf der schönen Mauer. Noch ein Stück. Komm, Noel, du schaffst es. Du bist eine Maschine. Gut so. Ja, aber wieder nur billige, ey. Wonderful. Immer noch. Da ganz oben. Nein, da komme ich nicht hin. Da komme ich nicht hin. Da muss ich irgendwie außen hochklettern, ne? I'll catch up. Von da hinten irgendwo. Someone. Schon wieder Wasser. So. Eigentlich muss ich eh gucken. Ich muss noch Leo. Da treffe ich auf Sabzeruz. Ich muss eh den hier wieder machen, genau. Nur 2. Muss ich doch sammeln, hä? Da kann ich 11 machen. 11 sind... Egal, ich versuch's. Vielleicht kriege ich ein bisschen Bonus durch unsere Sabzeruz. Oh, 3. Das mal einmal plus. 7. Perfekt. Oh, 6. Easy. Aber jetzt kommt das Schwere. Jetzt kommt das Schwere. Sechs davon.
Ich habe easy. Und ich dachte schwer. Da, 6 Stück. Thank you very much. Das Schwierige wird sein, davon. Ich kann jetzt schon 2. Ah ne, ich habe ja 6 gemacht. Ich glaube, davon brauchen wir dann auch 6. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber wir werden es gleich rausfinden. Aufstieg. Bitteschön. Vielen Dank. Und jetzt hochleveln. Ui, ich habe fast 400. Sehr nice. So. Direkt 80. 6, ja. Oh, aber ich habe schon einen. Sehr schön. So viel sammeln. So viel sammeln. Ausrufezeichen. Ah, ich krieg einen. Genau, einsammeln. Vielen Dank. Was haben wir hier? Ah. Besiege 10 Anführer. Verbrauche. Das schaffe ich eh nicht. Sphären. Könnte man hinbekommen. Oh, Gericht haben wir noch nicht gemacht und Objekte auch nicht. Aber wir haben noch 2 Wochen und wir sind schon bei 38. Das wird easy. Aber ich will den Pyro machen, dass ich schon mal für Level 90 für dich sammle, für unsere Yoimiya, weil... Die haben wir, glaube ich, schon, ne? Ah ja, locker. Ne, die Masken müssten wir sammeln. Sobald wir 50 sind, dass wir sie direkt aufleveln können. Für Yoimiya wird auch wieder grinden, die 60 hier. Und davon 24. Machen wir erst den Feuer. Den Feuerkumpel. Wo ist der? Machen wir den Summerchill auch kurz. Der hat mich angelacht. Oh. Dankeschön. Da kann ich, oh, das ist schon wieder Wasser. Versuch's gar nicht, ey. Doch, hat er. Hat er. Wieder nur grün und ein weißes. ...20 Gerichte. Willst du das wirklich von mir? Ich muss für ein bisschen Urgestein hier ein paar Gerichte maximieren. Können wir machen. Aber schon mal 1/4. Machen wir das nächste, der war ja auch. Ich glaube, so viel wollten die nicht, oder? Jeweils 1, ja, locker. Locker. Noch 2. Perfekt. Noch 5. Vier. 3. 2. 1. Erledigt. Ja, aber nur 10 Zucker würde genau reichen. Und perfekt. Am Anfang ist immer am besten. Geht am schnellsten hier.
Und letzte. Perfekt. So. 20 erledigt. Und noch, ey, locker. Dieser Modus ist locker drin. Hier waren, glaube ich, auch mehrere, oder? Ah, der war oben irgendwo, ne? Scheiß Äste im Weg hier. Hauen euch beide weg. Ja, aber die waren hier, glaube ich, oder? Ja, sag ich doch. Germinate. Judgment. That didn't kill. Go Bishop do. Und da. I must leave no stone unturned. Time to clean up. Schnelle Heilung. Fire hazard. Ein bisschen Eis rein, da auch. Den hier noch rein. Geht doch. Easy. Ah, perfekt, blaue Maske. Brauche ich auch. Wieder nur das Billige. Ey, da lebt ja noch einer. Ich hab gar nicht gesehen. Bist so unscheinbar. So. Aber jetzt haben wir noch einmal den Pyro. Den Pyro-Kumpel. Lalalala. Wish me luck. Wish me luck. Können wir versuchen. I must leave no. Let the show begin. Let the show begin. Come on, we can do it. Ey, ey, ey. Komm her. Noch ein Schlag. Geht doch. Ah, ich habe kein Elektro dabei. Schon wieder. Ey. Die beste Angriff hier. Ich habe eigentlich mehr ab. Ja, mein Speer. Oh ne, zu lange gebraucht. Hier die ganze Verteidigung hier zurückgegeben. Nicht gut. War der zu lang jetzt? Shit. Egal. Der ist eh kein Gegner mehr. Da, bum bum bum. Da. Judgment. Easy. Alter. Die wird immer schneller. Ja, zu langsam.
Komm schon. Gib mir deinen kleinen Köpfle. Shiver. Bye bye. Easy. Dankeschön. Nur 2. Und nur 4 davon. Knausrig, knausrig, hä? Bei der habe ich ja alles. Ich brauche nur Walbeeren, ne? Oh, die kann ich auch alle aufleveln. Ich brauche davon was. Könnte ich eigentlich machen, stimmt. Muss ich mal gucken, ob ich 6 Grüne machen kann. Dann macht die auch auf Level 60. Dann habe ich die ein bisschen stärker, auch nicht schlecht. Schauen wir gleich mal. Ich habe die hier voll vergessen. Können wir auch hier machen. Der war doch irgendwo hier, der Elementar-Ding. So. Wo ist das Elementar? Da hinten. Wo war das schöne Ding? Da. Ich habe nur ein einziges Mal. Ich brauche 12, ne? Ja. 8 habe ich jetzt. Ich brauche noch 4. Dann machen wir doch wieder die Sabzeruz. 4 mal grün brauchen wir. 4 mal grün. Da sehe ich doch schon. Oh, gleich 2. Sehr schön. So lobe ich mir das. Oh, mit Kiste. Sehr schön. Komm her, meine Leutchen. Ich mach schnell einen Prozess mit euch. Ich will euch nicht leiden sehen. Das war nur ein grüner und 4 graue. Heißt 3 grüne. Oh, der nächste macht's. Komm her. Da. Geht doch. Kiste nehmen wir auch mit. So. Vielleicht will ich hier irgendwo ein. Ich finde es so blöd, dass sie nicht immer den nächsten zeigen und nicht irgendein Random immer wieder auf der Karte anzeigen. Da könntest du immer einen nach dem anderen hinlaufen. Wäre viel besser. Was willst du, kleiner Mann? Geht doch. Ich hab's mir schon gedacht. Ich habe das Ding gesehen. Gerade wo ich es eingesetzt habe. Dankeschön. Wonderful. I see. I see. The one and only. Boom. Ja. Könnte reichen, weiß ich jetzt nicht. Stirb, kleiner Mann.
Blau ist immer gut. Bin ich nicht hier vorhin gespawnt? Und ich habe dort geschaut und der ist hier oder was? Ah ja. Fail. Komm her, kleiner Mann. Ich will wissen, was du mir gibst. Perfekt, grün. Ja, mit dem Blauen sind sie ein bisschen knausrig, ne? Da. What a nuisance. Leave it all to me. So. Jetzt gehen wir. Wieder Liebe. Machen unsere schöne Barbara Level Up. Wo zeigst du jetzt hin? In die Richtung. Aber ich sehe gar nichts. Komisch. Ah, da oben. Nee. Ein andermal, bis ich da hochkomme. So. Wo ist das schöne Liue? Da. Ich habe 8. Okay. Ich brauche 4. Ich kann nur 4 machen. Perfekt. So. Wunderschön. 60. Perfekt. I wonder when I'll be as tall as my big sister. So. Sehr schön. Habe ich unsere Wasser auch ein bisschen hoch gemacht. Momentan unsere einzige gute Wasserkämpferin. Und auch die beste Heilerin, würde ich sagen. Bin mir aber nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Was haben wir schon wieder? Vorbereitung. Oh, Hydro. Sehr schön. So. Was wollen die immer noch da hoch, oder was? Katastrophe, wie viele gibt's doch? Ein andermal machen wir weiter. Jetzt machen wir was Wichtigeres. Nochmal den hier. Zack, zack. Und dann müssen wir kurz in die Teekanne und dann machen wir eigentlich unseren schönen Wunsch äußern. Das Wichtigste. Felix. I protect us. Ui. Hat gesessen, ne? Ui. Geht doch.
Judgment. Da. Alter. Jedes Mal hauen die ab. Geht schon. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Ajin. Vielleicht bist du Beijin. Und zwar im C-Jin. Und dann im D-Jin. Bis du dich nicht mehr erkennst. Komm. Wir machen kurz einen Prozess. Aus dem kleinen Feuerspielchen hier. Komm her. Geht doch. Ja, noch einmal. Shit. So. Jetzt rennt er weg. Du bist der leichteste geworden. Du warst am Anfang so schwer. Wusste nicht, wie ich dich besiege. Und jetzt geht es so easy. Komm, runter mit dir. Wunderschön. Perfekt. 3, sehr geil. Da waren von 4, viel besser. Wie viel haben wir jetzt 5 Stück bekommen, ne? Die Dinge haben wir schon fast. Noch 12. Das wird halt mega nervig sein, die zwei hier. Der wird auch nicht so schwer. Wir können auch den Flugsbaum dafür machen. Und was bekommen für andere Charaktere. Dass die auch leveln können auch. Sobald ich schwellende Perlen weg habe, brauchen wir den Würfel gar nicht mehr machen. Dann können wir den Feuerflugsbaum machen. Geht schneller. Und ich brauche den für viel mehr Charaktere. Zum Aufleveln. So. Gehen wir da kurz hin. Machen wir Tekanne. Wenn wir zurück sind, kann sein, dass der Würfel schon wieder da ist. Dann machen wir den Würfel noch ein letztes Mal. Den Ajin. Jin. Give me stuff. Ist keiner Max, ne. So. Erst nächste Woche. Nicht herstellen, ich wollte was kaufen. Ich bin gleich wieder fast arm hier, ey. Ganze lila Zeug da. Oh, das wird knapp. Den letzten fällt mir ein. Ein einziger. Was, Dösandholz? Weiß ich gerade gar nicht. Ja. Dass mir Dösandholz mal ausgehen wird. Ja, ich mache einen einzigen. Weil die Steine gehen mir auch langsam aus. Da nehmen wir den hier. Machen wir. Ja, wieso?
Achso, das ist wieder hier, ne? Ich kann den wieder bauen. Aber wo ist der? Da. So. Alles einmal perfekt. If you ever So. Freunde. Mein anderer Account. Wie gehe ich da nochmal rein? Also. Kauf mal zweimal. Ja, wo ist die Kanne? Da. So. Wir haben es geschafft. Ihr habt dich gefunden. Da machen wir doch auch. Den haben wir schon einmal. Oh, das. Das. Ja, ich kaufe die nochmal. Sieht cool aus. So. Back hier. Perfekt. Ja, das können wir alles morgen vielleicht noch machen. Jetzt erstmal. Der müsste schon wieder fertig sein, oder? Ah ja. Die haben eine kurze Abklingzeit von 1-2 Minuten, glaube ich nur. let the show begin. Let the show begin. Easy. Go, Barbara. Go, Barbara, go. Easy. Wunderschön. Komm. Wir hauen euch behindert. Du da, du da. Dann dran. Dann dran. Geht noch, perfekt. Gleich hat mein Freund hier verloren. Judgment. Ja, geh und geh zurück. Boom. Kriegt alle Explosionen ab wie noch was. Der Arme. Weiß nicht, wie ihm geschieht, hä? Judgment. Er ist schon wieder am Abhauen, Alter. Übertreibt nicht mit dem Abhauen. Komm, Nunder. Bam, bam. Easy. Ja. Der hat schon verloren. Kann machen, was er will. Geh in die Mitte wieder. Und da geben wir den Rest. Mit ganz, ganz viel Liebe. Wunderschön. Wieder nur 2. Ja, dann heißt noch 10, ne? So. Das haben wir auch. TK haben wir gemacht. Dann gehen wir hier rein. Ihr wisst, für was es jetzt Zeit ist.
Xiao. Was haben wir hier? 5 schon. Bald auch wieder machbar. Aber Xiao, willst du in unser Team? Sag einfach ja. Komm. 10-mal. Sie. Gold, 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 Gold. Hey. Nixie. Nicht auf unserer Seite das Glück, ja? Ningguang habe ich auch schon. Lieber ein neuer Charakter. Ah, ich habe alle 3, wo hier sind eigentlich. Tut immer wieder weh. Was haben wir? Ningguang, Guang, Guang, Guang. So. Händler. Ich habe wieder 5 davon. Bald können wir auch wieder 5 kaufen, ne? Sehr schön. Dankeschön. Jetzt haben wir knapp 4 schon wieder. Auch sehr schön. Da gibt es keine leider. Nur Ende des Monats wieder. Die 5. Naja. So, Spitzlebe. So. Dann haben wir das auch gekauft. Das dauert jetzt wieder. Bis wir den nochmal machen können. Aber ich glaube, ich hoffe, wir schaffen den 50-50. Wäre nicht schlecht. Da können wir auch bald was machen. 5 Stück brauchen wir. Ich habe gar nicht mal so viele neue Charaktere, oder? Da fehlen mir die Pilze. Die sind schon alle 40er Richtung. Die ist schon 40. Dann brauche ich Material. Den habe ich schon. Naja. Auf jeden Fall. Das war Robi von RNR Production. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal bei Genshin Impact. Und subscribe, kommentiert. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.